here's something. Okay, the live stream is started. To know you. Filterraum is coming in person. Yes, to get a face on the Twitter alias. Yeah, he throw the head in. Yeah. So now I head see and a mouse. All the people in when Birgit likes some of my things, I recognize your names in the same feed. Yes. So get names. Very welcome. Hello. So we decided to make it half an hour in English, and then we will change into German. And we have a new guest. It's Camilla from Sweden. We're getting international now at this moment. Tut einer übersetzen in Deutsch? Ich kann kein Englisch. I don't speak English, Camilla. At all? Oh, come on. You know English very well. Oder hol deinen Sohn, der kann es dann machen. Ja. Aber Camilla kann auch Deutsch sprechen, habe ich gehört. Ja. Nein. Nein, ist gut. Vielleicht besser als ich Englisch. Yeah, I cannot say, well, maybe I can say what my name is, but that's kind of the level of my German. I think you speak better English than I speak German. So let's try, and if you don't understand something, then we can translate, of course. Yeah. We can try to translate what we just said, but maybe we didn't understand what we just said. So, hey, Matze. Guten Tag. We have an English-speaking guest now. That is me. Oh. Gets nervous. Ja. Du, es gibt Situationen, we have situations, I can understand anything. And it's not the language. Yeah, if we know the art of reading, of talking about books we never read, so we will have also the ability to fake English language, maybe. And so all will be content with this after a while. So I like all the tweets about your art, Camilla. So well, very I like inspiring. It too. You're so supportive. Yes, all, of course, every. I know. Well, that's very mutual. I've never met a group like yours. You're very supportive is the right word, I think, and interesting in the way that you even develop certain things as well. We try. Yeah, Yes. you do that really nicely. I mean, as much as I can understand, because again, a lot of it is in German. So every time I have to translate it. And if there is a lot of tweets in one feed, then it's a little bit hard for me to get context. Yes, and it's even difficult for us because if you meet the thread in the middle of the run, so you always think that the tweet is the first, and you answer as if it is the first, and then it's all the time you are. Yeah, it's funny because it gives the thread another direction or another background or another frame, and so it's fun. But it's like a special kind of trolling to be a troll, even if you didn't want to. So, I agree, and then it has so many. It has so many. What's that word in English? I don't even know. Like it starts to grow in a different direction. Yeah.
like Yeah, a plant, like a root. So it has all these sort of different directions that it takes. yes. I have this salt lines when salt is making salt water gives something like tubes, and one wonders because sometimes the tube grows up against the gravity, and then again gives a turn to the next and connects with it, and one that cannot understand, or one can understand how it works, but not why. So No. I think in this, if one looks at the Twitter world, like such pipes or dripping lines which connect with other in a way nobody planned. Maybe then you have this secret kind of KI, artificial intelligence. Yeah. Yes, we are living in it, we are it, and so on. Yeah. I called it just salt creeping. Yeah, my salt creeping processes. Salt creeping. We always do salt creeping. Andreas, du sprichst ja fast so gut Englisch wie der Oettinger. That's a Beleidigung. Was ist Beleidigung in English? Creep is also a monster, a little bit. So it's funny in two ways. Yeah. A creep or creeping. Yeah. I knew, I read a science fiction story. Something was talking about the way it has to take, and it's already very wet and very painful and slow and slower, and so. And after a while, one understands that this person, this subject, is not a human being, but it's something like a slime particle, and who has to have a very very wide, a very long way to take, and with lots of blocks and difficulties on the way, and but does it because it is necessary to finish the adventure, of course, and so. And my thought maybe is in this way, but it is not organic, but it is crystallish. Yeah, crystallizing. Crystallizing, yeah, yes. Crystallization, right? Yeah. Okay. Yes. Yeah, it's good that you are coming, Camilla. So our passive poor vocabulary become a little bit active. So we have to express it in English. And that's the way we learn, all of us. I should also say that I would like to learn that in German. And in a way I would, if it wasn't that I'm already new in Sweden, using my head a lot to learn Swedish. So that's why I'm a little bit, already having a conversation in Swedish takes a lot of effort because it's new to me to think in Swedish. And in German, it would be more difficult. So I don't have so much headspace for doing it also in German. But maybe later I will like to be in your position with the German. Yeah, so then I had to learn Swedish maybe, or Danish. Oh, Danish, if you take German, so my Danish maybe Finnish. Maybe 3 words in Danish, maybe only. Well, which ones? Bedankt. Don't know any word of Danish or Swedish. No. So I was on. I had trips through Sweden with a bicycle, and through Norway with a bicycle, and more through Finland. And but it's the Finnish language. I got some expressions and some sentences, and so it is completely different to Swedish. Yes, very. Yeah. That's because the roots are completely different. Where the
speech come from. Yeah. Yeah, and very Yeah. few words are the same. Whereas in Sweden, Norway, and Denmark, we can understand one another, speaking each our own language. So that's very different. Whereas Finnish, unless they speak Swedish Finnish, which is also an area and a large population of the Finnish and Swedish have this kind of double, then I don't understand Finnish. It has a completely different sound and spelling, and very different. Yeah. Maybe the Very- only very thing different I know grammar in and so on. Danish are the name of special brands or whatever, and therefore I stopped to tell that because that there are only brands of ice cream, so on, and I don't know what to say. I'm curious now, which one? Frisco? Yeah, it's only brand names. I mean, not that are not has nothing to do really with language. This is just No, a not brand really. which is coming from Denmark and which is promoted by identities of Denmark, which I don't know really. And anyway, it's forbidden to use in Scrabble, Aha. brand names. Okay. Oh, just for your information, I just thought it was important. Yes. Ja, also man kann natürlich auch im Kunsttalk Scrabble spielen. Also hätte ich nichts gegen. Das würde noch so unter die Literatur Kategorie fallen. Oh, sorry, my English. Man could man could play Scrabble in German. I mean, I don't Sorry. know the English expression. It means one word which has two similar meanings or is in two ways meaningful. Yeah, to find Yes. out what is the word. Yeah. Yes, I do know what you mean. The word escapes me right now. There is a word for that. Right. in It's like German Teekästchen. it give me a reminder for your, this, you made this Aha, genuine yes. game, yes? It's also, you Yes. could put these words into it and make Yeah, that would be funny. That's a nice play on this. Yeah. yeah. I like to think of that as a way of exploring the underlying meaning of things. Yeah. That you would have these gaps between knowledge or knowledges, Yeah. like gray spaces. Hm. Habt ihr jetzt gerade, did you speak about this Himmel-Hölle game or? Yeah. I forgot the It's, it was I forgot the name of this game, but I know Me the game. Pardon? I know it has something to do with Smooth. Cootie cutter? Cootie catcher or something like that. That's Cootie catcher. Yeah, it's about the cootie catcher was the name. I think it's a bit like an origami. You fold this paper, a square paper, and then you end up having 4 pockets, if you like. Yeah. And with 2 fingers on each hand, yeah, you can open and close it so that each point of the folded square contains secret options or hidden options, and they can be both instructive, or they can be poetic, or they can be like we get the reminder of my childhood when I was at school, the primary school. We played it always. We make colors on it, and you have to choose the color, and then you get an advice or something, or just an expression. Yeah, what you have. Man could do, fill what Yoko you love. Ono's advices in, so Yeah. that you have this Zen Buddhistic sense captured in this Himmel und Hölle in German. The game is named Himmel, From sky, hell or to heaven
Hell to Heaven sky, and hell. to heaven, sky, yeah, heaven. Heaven and hell. Heaven and hell is Yeah, English Yes. translation. but Would be it's also a kind of desert or a kind of Himmel und Hölle is also a Nachtisch. Pudding. It's a pudding. Where in Germany it's also a kind of pudding or dessert or what you get after the Dessert. lunch or after the dinner. Dessert, yeah. Dessert. One has apples and Aber desert potatoes and dessert and is good. Is good for our green beans. talk today. Because Apples. it's Dürre. Apples, yes. Hi. Well, I was just thinking of an eaten apple today. You know the shape of that. Yeah. It looks like Yeah. like this sort of. Yes. When you eat around an hyperbolic apple. shape. Yeah, exactly. So, yes, okay. Yes. All the Rhomboid. teeth No, in. not rhomboid. Well, I don't know. I was just thinking of that earlier today. Oh yeah, And that oh, yeah. the top would be the heaven and the bottom would be either the earth or lower. Yes. Now, first I had thought that we spoke about Scrabble, and so I thought playing Scrabble in Kunsttalk, so without words, without spoken words, but only with this Scrabble lines. Would be That could be so fun. fine idea maybe. So, but with all the nonsense possibilities, and so that it could be would get some a sick kick to make the game. So you have not this triumph if you have the right idea, but better you have the wrong idea or so something. I don't know how one had to change the rules a bit, and this would be maybe art so a development in Dada direction to that would be stop the really order of the language. It's really a funny idea because we can realize it by screen sharing, and we could make a Kunsttalk without talking. Yes, just by playing Scrabble. I mean, so I play quite a bit Scrabble with my daughter, and we played in English and Danish, and then we tried to play it in Swedish, which was a new language for both of us. And that's really, really difficult because you don't have all the culture with you. That's so important in Scrabble. But I thought what was interesting when we play it is the kind of red threads between words that come up. And often lots of naughty words as well. It's very, yes, it's unavoidable. Unvermeidbar. Wilke? Say again? Unvermeidbar. I make always one-to-one translation when I hear English, and I always put it into German and then back into English. I'm really old school, and I have all really. My English is so old because it's from 30 years ago. I learned it at school, and then I stopped. I just traveling a little bit around, but my English is still in this, in this old Oxford style, like waste paper basket, and all this. Nobody says waste paper basket today. They say trash or whatever. So I always a little bit. I don't know how it is today to speak in a kind or form of English which is up to date or like that. Yeah. But we have the good luck that no one of us is a
speaking English as a what's this? Native. As a native, Native. speaker. As a So- native, yeah. It's so not it's, my mother tongue. It's not my mother tongue. It's I do, and I have this. I have this typical German accent. I hate that. I hate that. No. I mean, if I listen to this at YouTube again, I will hate it because it sounds so German English. Ooh. You should have a Swiss accent, huh? You learned Swiss, okay, German, German, Swiss, yeah, English especially. accent. Mm. But it's a little bit similar to doing a video of yourself watching it. To me, Yeah. that's difficult. I think the accent, maybe because I lived a lot in other countries, I've accepted that that's just the case. But yeah, it's something about seeing yourself or hearing yourself from a perspective you're not used to is weird. Yeah, Yeah. of course. Yeah. Pebble would have the square net pattern, which you use often, Camilla. Yeah. So it would have also a formal sense to take Scrabble as a Yeah. I mean, medium. do you work with this kind of thing? Do you know how to think to think this kind of rules out? No, not. No. I have this square founded pattern, which is deformed or squares. Every pattern is a square and has this scriptural line in it, and so it becomes a dot, a square which is also a dot and flag. So so there's and then I like that the inhalt, the content, is not a letter but a picture or something like a picture, and it could be also a letter that it is free, and so it is. And it could also be an image. So yes. like the E. Someone in your group made a picture with lots of E's that were turned around. Yeah. Yeah, this is yes. That was nice. I like that very much. Yeah. It's Tim Ulrich. Ah, I It's a studied German concept artist. I liked it. I thought it was coffee beans. yeah. Yeah, because Coffee they are all bean, yes. moving in different directions. If you look. For a Yeah, long they had. time. And then when you don't look, when you see them as small images, and my sight is not great, and without my glasses on, I cannot see any of you. So I really need glasses when I look at people or when I look at stuff. But looking at the little image on my phone, I couldn't see the gap between the little line and the circle in the E. So it just looked like coffee beans. Yeah. And you, Camilla, I mean, I really have a question. Do you put the stuff of the packet with a red book, do you put it into this black papers? Yeah. When you make a really good structure, you put, first of all, you said elements. But then you put it in, you sort it out, yeah, something like that. You put it in different packages, you put a structure on it, and gave a new idea. And also you put it in a playful way with this cookie catcher or I can't remember the name either. Cookie catcher. It has something to do with these cooties that are sitting on the wall, are waiting for people to drop on them. Huh? Cooties sind doch Wanzen. Aha. Cooties. Eine kleine Wanze, da gibt es auch so ein Kinderlied. Sitzt da, nee, auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Genau. And I think in the English has to do with this auf der Mauer, auf der Lauer.
Okay, I'll look it up again. It's a while ago since I've looked it up. Yeah. and I don't retain all knowledge. It goes in and out. Yeah. But no, Once is bug. when I sat with the Okay. box, I did something Guck's in the nochmal book. mit dem Booty Catcher. Booty catcher. Booty Catcher. Yes, I because thought it was something like that. no, but it's true. I wanted to make a Yeah. game with all the different things. So I made an instruction of all so that involved all the elements that other people had made. And I thought in that sense, the next person would be able to, if they followed the game, then they did this, open, close, open, close, open, close, until they decided on a part. And then they were to make an art out of the instructions in that part. Yeah. Somehow I felt it was needed something more. For me, it was needed to do something playful with it and not so self-conscious or something. I don't know. I wanted to follow in the tracks of the other, which seemed to be spontaneous elements. Yeah. And although I thought a little bit about it, I had it for a while and I was doing little things in the book with the thread and that, then I felt that got too serious. So I wanted to get out of that and try and play with the other things, basically. And so I came up at the same time I was doing this cootie catcher. I forgot the name now myself. For my son's birthday. He was going away, and I wanted him to have one of these with him, so that when he was drunk on his birthday, they would play this game. I mean, of course they didn't. It was embarrassing, but anyway, that's how it developed. And then I thought, I can apply this to the Red Book. And with the elements of the other artists, so that it was more like a collaboration and not just a string of different input, but that it was also the other input was taken into me and turned into something else, if that makes sense. Yes, it would. Yeah, for me, very much. Yeah. I have a question. Maybe it's a KI or AI format, whether it is possible. So it would be possible in YouTube if we were speaking English, German, to make this spoken words visible in as text underlined, and whether it is possible to have to speak in English and to translate and have the text translated in German under in a subline or subtitle or what? Subtitle as a subtitle, genau. Matze, ist sowas möglich? Yes, I think real-time translation is possible, but not for our accounts. No, Mhm. and not equally good. You have to a bigger account. I saw it that you can do it, and this is a real-time translation. Yes. Yeah. I like your background. Moving. He fought You're a puppet. days over days for it, and Was one time I was in Sweden, and 25 years ago, and to buy drugs in Christiania. No, that's Denmark. You went to Denmark. I was going to say that's in Denmark. Christiania is a part of Copenhagen. Yeah. Freistaat. And did you succeed? Yes. Yes. But we send it with. We don't take it with our car and the ship. We packed it, and the post send it to Germany. Oh, clever.
like maybe it was proved, Punch and Judy show. and Punch and Judy show. the postman took a part as a No. maybe not more. Oh, my English. Sometimes No, it's you're doing really great. So, Thank you. yes, or I would be. I would like to be able to speak better. I think you're doing great, but I know it's Yeah. tiring if you're not used to it. Yes, my synapsen, yeah, that's should They, be. they need to warm up a little. Yeah. So. I know. Oh, yeah. But that would certainly be the case for my German as well. And well, with a lot of things, they have to be re-warmed every day. Yeah. So I will. At the moment, I had work at my new homepage or my website, and now I'm starting to get to bring the red book to other persons here in Lüneburg, and they are very interesting because she's a painter, and he is IT servant, expert, and he writes really interesting and stories, very funny, and the people like if he says that he reads his stories, then always lots of people come. So because he has this, he comes from Hamburg, working people quarter, and he brings the whole atmosphere of this quarter and of the time he was a youngster. He brings in his text, and so I want to give this book to both, that both work together for it, and I hope that this week I will be ready to give the book to them. They're a bit complicated, but finding a termin, date to do it, and but it's on the run. Also, this will be the next address, I think, and I'm really excited about the possibilities, the Result? The die result? die Möglichkeiten, Possibilities. of this place. Then, yes, this is the news about the red book, which is still here, and I'm interested. I like to. I wonder what they do with his black paper package, because on the one hand it gives this little packages make a structure very interesting and make it very wealthy, or the whole, but also it divides. So if you bring them all on one without any if you would mix them off, gather them or so, then you will have a more chaos. yes, So more, and I don't know how they will use this, and so, but it is really really difficult to break this structure, because it is so. It's like this marketing trick to give everything in a very wealthy box to you,
And so if the thing is broken, the box still remains. So it's very, very often that I have very fine boxes of lots of things, little things, or maybe have no. Sometimes I have examples around me, but no, not that. No. And so I think it's a little difficult for them to think about to divide. But they should just finish break the blackness. They should just take the black paper and rip it apart and make chaos, because I don't think you can. I ordered it very well. Yeah. And I don't think, in a way, unless you use each black element as an element, I think it's quite hard to not have to break it before if using they it invent again. something to do with it. Exactly. It would be possible. Exactly. If they fold little ships from it or something else, then the paper would be more than it is now, a thing under things. Exactly. And But maybe this would be way. Yeah. Andreas, is it possible to show the red book for a short time? Yeah, I can. It So will be nice, you can because be it's a sure that parallel it still always exists, of course. to this meetings we have here. Show, not tell. This well-known here. Cool. And, who wrapped it so nicely? I have some chocolate here. I have to bring it to you. Oh, lovely. Yes, I had to decide whether to drink or to take chocolate. And I'm so furious and angry about things that happened today that I said no alcohol will become dangerous. Only chocolate. Only chocolate. So to calm me down. That sounds good. And yes. Aha, yeah. Oh, so, but didn't it go to, what was his name? Dieter? Rilke's Gärtner, Dirk. Yeah, Rilke. Rilke's Gärtner. Gärtner. Ja? Dirk Schulte. Es ist wieder passiert. He lives in Aachen. Ah. But it went to him, didn't it? Yes. The red book. Yeah. What did he do with it? He put it in his atelier or studio. Oh, and it was in this atmosphere, and he made a lot of photographs. And then he prepared a lot of sites and make also photographs. And then I put that on Instagram in this Kunsttalk Meta account. You can see it there. I remember. Okay. I'm a little bit, I just try to reconstruct or to renovate or whatever the WordPress site, which belongs to der Kunsttherapie and this Kunsttalk, and to put all these photographs on it with a little text. Just I'm at the at the moment is a problem. I have to decide if I'm a homepage designer or developer. They, you know, you always have to do a lot of times to put all this size and yeah, it becomes, and yeah, I have to find out which is comfortable for me and for this setting and so on. And it's still in an experimental status, models, whatever, and it's not finished. It's just in the development. Yeah. Because I mean, sorry, go on. Birgit has a really huge and natural and chaotic labyrinth of pages in her home site. I think so. And with different meanings between therapy and art and so. And
also very lots of people. And so is this her foundation, or is a specialized site with the art talk meaning her Well, root? And this is one of the questions to answer. I mean, You know, I can recognize myself in that, and I think there is it's a kind of, in myself I've recognized or realized a kind of pathological love for beginnings, and but not the continuation of something, and the sort of integration of something long term is more hard. So I have this great idea for a new kind of way of discussing something, and I try out a new app, and I think, oh, this might be able to do it. And then I do it for a little while until I realize that same thing happens. Yeah, there. I think broken. in this mood we are very like sisters. I always try and then try on. No, it's not. Well, the next one. Yeah, I always start it new every day. I start new, and I will do. And it never come to an end. And it's just it is like it is. And it depends as well what you want with something, because there is a lot of creative energy and idea coming out in this way. But if, like, I have another side to me which likes to complete things and like to have a feeling that I've worked things through and I haven't just skimmed the surface. And if I don't acknowledge this, I get very frustrated with myself and not very happy with my art practice. So I've tried to move my focus so that I have a little bit fewer spontaneous ideas and a little bit fewer surface writing or surface art making, and try and work with this same things for a longer time and try and finish them, because it gives me a deeper satisfaction that I need now, basically. I mean, before it wasn't quite so bad, but now I really need it. But I recognize that. Look at my room. Here I'm living among hundreds of boxes are not about things. Just a cable man. Strings. I have to try that it is not. This is well stored. It's my structure, and it's also packed. So you recognize that structure. So yeah, it's I have to do it to find the things again if I want to. Yeah. I have Wow, also that's this really serious. Little Haufo, mermaid. And so, I have also others where the things are blank without paper around and so on. Do you exhibit these? It's part of performances where I show the kind how things and persons matter. So I have an example. I did it. I played with things when I was very young, and had surfaces filled with pieces of whatever I could find, and so it started. And then I discovered that they change if you put one to another or one to another, and had lots of ideas. And maybe I can show one. Sorry, I see a red thread. Yeah, I think it's yours. It's yours because you put a few pages together, just make a knot.
this French knot or whatever. I haven't seen it. I mean, I'm so I expect so much to see it because it's always at Andreas and not here. So you've only seen the images of it in a way. Yeah, and everything, and just the haptic, just to feel it, to see it. Yeah, But have would be you nice. have you unknotted it, or have you kept it secret? Mm, no, it's going from you to Dirk and back Yeah. to Andreas, and I only saw it, but I haven't it in Yeah. my hand. So it is a kind of secret for me. Yeah. But I was the period I had the Yeah. book is the one that's been knotted. So it's only part of the calendar Yeah. that I think I did something inside that as well. Okay. But I got very frustrated with it and I couldn't resolve what I was trying to do. And so, and I wanted to go simple, I wanted to make something that was more like a performative gesture rather than a thought gesture, like something thought out. And that seemed just to be, I don't know, such a nice way of describing time I'd had it. Yeah, it also A we block don't of want time. to improve any level or whatever. We just want to make a gesture of this performance, which is going around, and everybody should feel free to do something, and it don't depends on what the others level do. of yeah, and so I was really I remember that you wrote that you are in a kind of frustrated or what of this book with all this different inputs or whatever. Oh yeah. Oh my God. Yes. It's a bit like that, I think. When you are doing doing a creative gesture, and for me the inhibition or the restrictions were that all these different articulations had already been made, and I felt I had to understand. And I didn't understand anything. And so for a long while it was lying there and I was looking at it. And then, of course, I realized I don't have to understand anything. Took me a while. It took me the block of time. Yeah. And then it got playful. So it was, if you like, the process of a creative moment. I think they have these different elements, I think, no matter what you do, really. Yeah. But it was just very physical because I had these other people's elements. And with no context. Some of them felt like scraps from the basket, the waste paper basket. Yeah. Others were more elaborate and Yeah, and it's all there's a connection to a lot of actions or interactions. Like one woman is marrying one book. Or the blue strawberry wedding, and it's also this big red book of Siggy Jung, and it's also depends on this festivals which has happened since 2020, and it has a lot of connections. Yeah. And associations. And I kind of get that in my own head because it works similarly, but seeing it outside, I got very overwhelmed because it was in a language I couldn't follow and elements I couldn't connect. And so I kind of got lost there, but I like the idea very much. And I follow all of your work. To see where it goes, and when I understand something I get delightful.
No, delighted. Yeah. Yeah. Yeah, it's like it's a little bit a kind of neo-Dada. I mean, Dada is born in Zurich and it's gone over the European countries, and it's always this, yeah, that you can't understand. You just playing with all this material, like language, like sound, like materials, all that in a kindful, playful, nice, not nice, nice not the right word, in a just a It's play. actually not very nice. I think Dada. I love it. It's my favorite ism, if you like. Yeah. For me, it does entails all the things I'm interested in myself. Of the modernist period, I think this is my favorite. I don't know, ism, I guess. And but I think it's not very nice. I think it hardcore, and I think it takes because it takes the unconscious into such a high regard. Yeah. It comes out with really difficult questions and answers, and insolubles. But I guess that's what I really, really like about it, because it stretches your imagination and your thinking and everything in the mind. Yeah, and so it's just an offer. It's just open. You can go in it in this way or in that way. You can see it or make an interpretation of unconscious parts in this book, or of conscious parts, of playful parts, of playingful parts. Yeah, you can do what you want, except to burn the book. That's not allowed. So you don't want ashes back? No. That's not. It's typical German. No? Oh, I would The have loved message that. that it Burn the book. That's disappeared. great. You know what I would have done if I had not known that? I had thought of that. I would have burnt the whole thing and put it in a bottle, so that it was like a message in a bottle. And throw it into the sea, Northern Sea, or East And Sea. hopefully it would arrive at Birgit's house. Yeah, it's easy to swim the Rhine up Yeah, to exactly. the Bodensee, and from that jump That's a long to the way. Zürichsee. It's a long way, and it's against the stream. Yeah. Wie ist das eigentlich mit dem Wechsel zum Deutschen? How is it with the to change to German? Is there any possibility to manage it, and so that Camilla will be part of our talk by I can translating try. to her I can or so? I can try, Andreas. I'll stay a little bit, but it was a bit. I didn't know I was going to attend tonight, so It was a surprise. It was a surprise. It was a surprise, A even to very, me. very, very a beautiful one. Yeah, I think so. Thank you. It was really nice, Birgit, that you called me. But we can try. I will try, and I mean, I do get elements of what you say in German. I get bits, but the context are really, or I might get the context, but not details. So it's If you ask it's not them so easy to stay for a long and time. try to translate the context, not word by word, and know exactly but to try to bring over the context and maybe the meaning in a summary or something like this. So I will stay until 8:15, and that's just for because I had some things I wanted to do tonight before I go to bed. But maybe if you do it in German now, I'll just listen and try and follow. But we can together we can try to translate it as well into English. If you're happy about that, I hope. Yeah, I would like to do that for 15 or 20 minutes. It's no problem. So far as I can. I'm not a translator. Yeah, I try to. We all have to be translators, Birgit.
Yes. Yeah, but I'm I not a was in groups. professional. You know what I mean? Huh? Yeah, I know. I've been in groups with more than 5 languages, 20 persons, and was possible. Yeah, so you are. Yeah, let's go on. Because everybody translated to everybody. Exactly. It's a fun, yes, really. Yeah. Let's try. Okay. Ja. So, ja, wechseln wir ins Deutsche. Ja. Also wenn ich aus Finnland kam, dann war das für mich immer eine Qual. Ich hatte sozusagen so ein freies Leben, wenn wir in Finnland waren. Und so außerhalb meiner Rollen, die ich also in dieser kleinen Stadt hatte, wo meine Eltern lebten, Stopp. dass ich Jetzt also muss man immer sonst verliert gelitten man den habe. Faden. Einmal stopp, Andreas. Man muss jetzt sagen, Ja. he is talking about Finland and about his experience in Finland with a boat. My parents, meine Eltern machten einen Yeah, your internationalen parents, yes. Austausch, International Youth Exchange, Aha. and coming back, and I was so free then. Ich war so frei und außerhalb meiner Rollen, without of my roles. So coming back to German was really a torture. War wirklich eine Folter. First time going out of the bus to the toilet and all the people spoke German. Everybody did understand you and you did understand all. Also alle Leute verstanden mich und ich verstand alle und ich habe es Wie alt gehasst. warst du denn da, Andreas? Das war so zwischen 13, 14 und 21. Between Immer. 13 and 14 and 21 years. So, yeah. Too much to tell, viel zu erzählen dafür. Aber das war so dieser Wechsel zum Deutschen. Der Wechsel zum Deutschen fällt mir sozusagen schwer. Ja, ist aber so. Na gut, wir sind jetzt aber im Deutschen. What is that? Äh, Zusammensein. Vielleicht habe ich mir selber nicht zugehört. Was meinst du? Worauf nimmt sie Bezug? Ich verstehe das nicht. Nein, du sagst Zusammenwerk? Nein? Zusammen? Irgendwas mit zusammen? Zusammenwerk? Ja, jetzt müssen wir. We have to rewind the video. Ich habe auch, Ja. hab auch nicht zugehört. So, Ich habe auch nicht zugehört. so ein Mist, ey, keiner hört mir zu. Ja, weil du endlich. vielleicht auch. Aber nicht mal ich selbst. Ja, vielleicht ist es Ja, ja, so Musik eine im ganz. Hintergrund. Vielleicht wäre es ein Totally. bisschen, was möchtest du als Botschaft transportieren? Dann wäre das einfacher. Dann Ich könnte jetzt? man das, weil ich Hat weiß das mit jetzt, dem Ich wollte sagen, dieses Wort Wechsel zum Deutschen, das ist für mich irgendwie sehr seltsam. Very strange moment. to change between the languages or between the Yeah. context. So Like now. ins Deutsche, ne? Like So- now as well. Maybe. Let's talk about quantum physics. I thought you would say In what. German. In Deutsch, ja klar. So, Yes. in English. In English. No, Quantum please change in physics. French. Change in French, huh? Okay, yeah, no. Yeah. Oh, I can't. I'm very fluent when I speak with myself. Jetzt wollte ich gerade anfangen mit Französisch, aber ich hatte heute in der Schule Französisch sprechendes Mädchen. Die Gesamtschule hat so viele Sprachen, das glaubt man gar nicht. Und die hat mich ja auf Französisch rausgefordert. Das war dann ganz witzig. Natürlich war sie viel besser. Na, egal. Auf jeden Fall. He's Jetzt sind talking wir hier about angekommen. an experience today. He is also working at school sometimes. He makes a art pause between the lessons. They the pupils or students or whatever can go to his class and can draw for a while. They are free to draw whatever. And there was one French-speaking girl. Hm. And he's working at a
I'm not sure how the English expression is. Integration school, about a lot of different ethnian, different people from everywhere are going to this school. They speak different languages. They have different cultural backgrounds, and yeah. Die Schulen, glaube ich, sind heute alle so. Ich weiß nicht, das ist ja eine ganz normale, I'm not sure. das ist ja eine ganz normale Dorf-Gesamtschule. Und da ist also man hat alles von Russisch über Arabisch, verschiedene Sorten und Comprehensive School. Hast du, wie Habe ich heißt die? nachgeguckt. Von? Wie heißt das in Englisch? Comprehensive School. Comprehensive School, ja. Comprehensive als Genau. ja, zusammen. Okay. So what do you speak? What do you speak with the children? In der German? Schule mache ich Zeichenstunden. Also but he's speaking German. Ich spreche Deutsch, ja. Ich Ja. spreche Deutsch und die Schüler zeichnen, ich zeichne, Drawing und so, genau. Aber Ja. du sprichst Deutsch mit Kindern. Sehr Deutsch, sehr how do you say that? Minimal. Easy. Ja, aber ich bin da nicht Sprachlehrer, sondern oh Gott. He's not a Deutsch ist es viel teacher for schwerer. speaking. He's only a teacher for drawing, and so he solved the problem. Yeah. They are free. He Sie sind just frei. saw how to draw different motives Yes. or whatever. Yeah. Sie dürfen zeichnen, was sie möchten. Und ich mache den Coach. Ich berate sie. Also You just support the drawings. They say what they want to draw or the wish they have to draw, and he supports the drawing that it come out like they. ich bin sehr nah bei ihnen, nicht? Also ich bin ganz nah an dem, was sie machen. Genau. So it's more than therapy as teaching. Yes, it sounds, but it is not therapy, but it is close. Und oft kommen Kinder in den Club, die Schwierigkeiten haben. So von selber. So auch. So, ich sag mal Feierabend für mich. Tschö. Ich bin noch. Tschüss. Viel Spaß. Okay. Bye. Bye. Bye, Camilla. Bye. Nice to meet you. Yes, thank you. Fine. Ja, so ist das. Aber das ist eigentlich ein Abweg. Hier wollte ich gar nicht hin. Macht ihr mal. So, ich wollte gar nicht diese ganze Schulgeschichte reinbringen. Das kam jetzt durch diesen Sprachwechsel. Hat mich getriggert. Genau. Wie ist das jetzt mit, nein, macht ihr. Mir fällt nichts ein. Ich wollte da gar nicht, ich habe zu viel gesagt, was ich eigentlich gar nicht weiter verfolgen kann. I'm not prepared to say anything like, what could we? How do you normally in these talks? How do you decide on subjects, or do you? Yeah, that's a good question. Really a good question, because we always searching for a topic
for this Staffel series, whatever. And then we have a topic, but nobody is speaking about this topic or subject or whatever. And it's just, we are just, it's turning around sometimes, or somebody gets an idea and then, we realize it on an app or on a software installation, or it's not. I try to analyze this art talks, and it's hard to do that, because there's no really, it's just it's like growing, like it's always going on and on and on and on. Wir geben uns ein Thema, dann gehorchen wir dem Thema nicht. Wenn wir zurückgucken, denken wir, aber irgendwie haben wir doch die ganze Zeit über das Thema geredet. Das ist also ganz eigenartig, wie sich das so öfter durchsetzt und was für ein Farbenreichtum dadurch auch entsteht. Also es ist oft besser, unabsichtlich über ein Thema zu reden. Das ist vielleicht so eine Erfahrung, die wir dabei machen. Und man kommt also oft auf spontan aufplatzende Themen, nicht, die unter der Oberfläche liegen und dann auf einmal da sind. Das ist auch öfter so, und oft sind die wichtiger als das, was man sich vorgenommen hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von dieser Art zu arbeiten. Hast du verstanden? Nein, It's in No, Deutsch. Andreas always speak a lot of metaphors, and and we try to put reflections on that, but it is always you're not talking in a line. You are often you are telling stories in a metaphorical way. So I try to say it again in English. No, I get that. I got part of what you said, and then I kind of get the beginnings of your sentences, and then I lose the end. Then I don't know what the meaning is anymore. Yeah. But I was wondering, because there were two other people participating than you and Andreas and me, and they are not saying so much. Is that because they are thinking? Or how do you know one another? It's also a good question, because we are, we come together, and we in my position we talked a lot of time. We talked about the structure of this meeting, and you can also make it like in a structure, like you have 10 minutes, you have 10 minutes, you have 10 minutes, you have 10 minutes. You always can change, make a carousel or a rondelle to go around. But we decided to give it just free. So there are a lot of advantages to do it in this kind of hybrid setting, but also disadvantages. I mean, you have to be, to be tolerant, or you have to get, I give the place or the space for the other, or for the colleague or whatever. Yeah, it's always to handle it out, or how, we just do it in that way. I was thinking of the same this week, because I am in another type of group, but it's in real space. Yeah. And there was a kind of feedback session. Yes. And we were like 8 people, but only like 2 or 3 people talked. And so I was just curious as to, when you are in a space like that, I'm not speaking about this space, although it made me think of this now, that
for some people it's easier to speak, but it doesn't mean that the ones who don't speak don't have something to say. Makes sense? Yeah. And but maybe they need a longer pause before they will say something than some of us. And for me, it depends very much on the setting. Sometimes I will feel very easy and talking like now, because we already started talking, you and I, Birgit, when we started. And then I knew Andreas as well. But I didn't get to know the two others who were there. And I'm just thinking of this in terms of, you know. We experienced everybody who is here speaking long time and with full power of arguments and so on. It's one, and another thing is nobody has to have to speak the same amount of sentences at the end of one talk. On the other hand, if it is really a mess that if someone tries and cannot come in, then he becomes so angry that one gets it. So, or he says, okay, I'm out. And so one has to ask the next time, or we are meeting very often, what has happened, and then one gets to hear what happened. By the dynamic of the group setting, I think there's no difference between in real time or here in this location or now on Zoom. I mean, for me, it's the same. It's the same from the dynamic of the group setting. Right. And I would say if I am in a group and there is somebody who never say anything, I would ask him, and I would give him, or I would ask if he don't want to ask, or don't want to say anything. So it is clear that he don't want to say anything, that he just want to listen or be in this atmosphere or be together. It will be okay. Nobody has to speak in this or to talk in this setting or in this group or whatever for this 1 or 2 hour or 3 hour, whatever. But for me, I know it's one of my experiences. If you are in a group and it is not clear that it is allowed to say nothing, then it became a tension or whatever. It is emotionally, it's not a harmony, because it's mostly my experience is there are a lot of tension between few of them, or became to a conflict or maybe a drama or whatever. So I would say that's my experience, to ask if it is okay that somebody is just listening and not saying anything. I mean, I understand. It's just that it's my first time, so I didn't know quite how you were thinking about this. And it's in a way, it's also all these statements are changing, and so we have lots of phases of where the balances are tried in a new way, and so this is. But it is not more. Sometimes it's on the surface, but in the moment it is not so important. And if it gets, then of course we speak about and so on. And it also depends on if there's the leadership of the group or not. I mean, and for example, now I wouldn't ask Matze why he's not saying anything, because I know him very well. Because of the Sprachbarriere is so easy. Yeah, but also I know very well that you are someone who knows he's very
self-consciousness. He has a high level of self-consciousness, and he would give a sign when he thinks that it is not okay, that he stopped Aber being wenn du schon nicht sprichst, verstehst du denn einigermaßen? Ja, ja. Das ist okay. So Matze, du sprichst nicht Englisch, Englisch. Not so good. Not so I good. can understand what you often, not all, but it's not so easy to speak. I'm with you. It's not Und so vielleicht haben liquid. Not so liquid. Und vielleicht haben wir Filterraum verloren, weil er beides nicht so gut oder so anstrengend findet. Und das kann Ja, schon, ich mache auch kann schon nicht sein. Auch. so that the translation from one to one is we had to train this mode. Yes, Of, yes. and that's why I'm a bit quieter. All right, thank you. Yes. Ich will lernen Deutsch auch Duolingo. Duolingo, das zweisprachig oder? Yeah, it's an app where you can. I try to learn another language by Duolingo. It's cool. I made it always on the toilet every morning, and Duolingo ist I so really ein had Sprachkurs. it's ein Sprachkurs. It's cool. Okay. Yeah, cool. I learned Swedish like that, the beginning of Swedish, and it got me going. Maybe, and what I'm trying to say is maybe I should learn German now, or It never worked with me. revamp my German. Because I studied German for a long time at school, and I was very good at translating German to Danish and Latin to Danish, but I never learned to speak it. So, and now this is like 40 years ago, so I forgot probably most of it. Yeah. So I had a friend, native speaking English, and he told me that I should translate poems, and so with him. So I tried to translate English poems, and really the effect was that I got better and better. Okay, I know what I want to translate. I want to translate the Jenner group. The early German romantics. Yeah, Eichendorff. Yeah, the Jenner group, the Schlegel and Novelis and Hölderlin. Yeah, Hölderlin is very difficult. but I did also so we Pound. connect every third or second day or whatever, just only for 50 minutes or so, and we make one poem of Hölderlin, just a short one, just to translate it. You can support me in English, and I will support you in German. Huh? Okay, yeah, good idea. I have an idea for next time, because my telephone is running out of battery, so I have to say goodbye. But what about that I take a translation, an English translation, which is not quite fair, or maybe I should take a German poem of one of these and then translate it into English, or should it be the other way? English to German. English, German. Easier. It's easy for us. No, but it was so that I would practice my German. Ich will praktizieren mein Deutsch. Ich will mein Deutsch praktizieren. Ich will mein Deutsch praktizieren. And I like to improve my English. I'm not improve. Improve is always just to become more fluently in the expression to what I want to say by this spontaneously. But do you know what made, I think at 10 years ago or something, my own art practice, it exploded, but it came out of translating. It came out of learning about etymology of words.
So translating them into their original, like German, Greek, Latin. It's very interesting to see the way words travel through Europe. And Yeah. so I think And it's also the meaning shift. The Yeah. meaning shift. Yeah, okay. so this I think for somehow for me the creative spark is very, very close to the way to the looking into words and their meaning and their history. Yeah. So I was just thinking, since we are at least 2 different nationalities present, maybe more, I don't know, Yeah. then that could be an interesting point of departure. Yeah. If you want other nationalities to participate, I mean. Yeah. Mein Kopfhörer hat den Geist bzw. die Batterie aufgegeben. Ich hab Oh. Ansteckend. Auf me. It's anstrengend. Yes. No, I have this old one. No. Well, I will say, I have to say goodbye now, but it was really nice to meet all of you. Yeah. Okay. As Thank well. you, Birgit. Till I soon. said, yeah, goodbye. Goodbye. Bye-bye. Bye. See you next time. Yes, of course. Bye-bye. Bye. Bye. Ja, das ist ich habe gesehen, dass im Zoom ja Camilla auch einen Account hat und dann habe ich die einfach so mit eingeladen und dann ist sie als Erste hier aufgelaufen und dann haben wir ein bisschen gesprochen und dann ja, hat sich das so entwickelt. Und ich habe gedacht, ja super, eine Frau mit dem Kunsttag. Ja, das erste Mal, das ist natürlich toll. Und das mit dem Englischen entwickelt eine Dynamik, also mit dem 1,5 Stunde und dann wechseln. Ich glaube, das war Fehleinschätzung, dass das geht. Von daher muss man sich da nochmal überlegen, wie man sowas handhaben kann. Ich glaube. Verstehen kann ich ja 90%, aber es ist halt einfach schwierig. Ja. Dann plötzlich, wenn Aber man das, Michael, der wollte ich habe ja einfach hier keine und- Praxis, ne? Also ich glaube, es wird schon gehen, wenn ich mal 1, 2 Wochen, ne? Ja, wenn wir es öfter machen. Ich finde Ja, jetzt wenn wir einfach, es öfter machen, aber dass er auch ja, das wäre mir allein für Kunststock viel zu, also das wäre Ja. mir nichts. Dann müssten wir das so in Also wenn ich extra Treffen machen. einen Englischkurs haben will, würde ich es jetzt nicht im Kunststock suchen. Ja, nicht unbedingt. Ja. der Kurs sind wir ja auch nicht. Aber um die Nein, hier bei uns ist doch Anschlussfähigkeit- Sprache aber hier ist doch Sprache relativ wichtig, auch im Detail dann. Und das ist dann in der Fremdsprache, das funktioniert so nicht. Nee. Und deswegen gingen die ganzen Details verloren. Wir würden uns also auf eine andere Ebene begeben. Und wenn Michael dann über Quantenphysik reden will, beziehungsweise einen solchen Kybernetik? Einwurf macht, den muss man Ja. Kybernetik und dann, Das kann man dann ab und zu, ist okay, aber wenn es jemand machen will, dann nur zu, aber. ja, wir können ja auch die Vorsokratiker im Original lesen wollen und so. Kann man auch machen wollen. Wir könnten ja auch einfach sagen, wir machen einen kleinen Ableger hiervon und machen das dann mit diesem Sprachtransformation. Ja, also, man müsste jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, warum Zoom jetzt sowas, ich hätte mal geguckt irgendwie, aber also interessanterweise war auf YouTube, war wirklich der Knopf mit Untertitel, ja, der ist da gewesen und ich habe hier parallel gerade nochmal bei einem großen Account geguckt, der gerade auch einen größeren, der, 250 oder 100.000 Follower hat, der hat den Knopf nicht gehabt und der macht auch gerade einen Livestream und der macht ihn sogar alleine, also als Einzelsprecher. Der ist eigentlich so, ich dann denken würde, ja, das könnte eigentlich, bei ihm könnte es an sein, aber es war bei uns an. Jetzt, aber es tat nichts. Man konnte es anklicken. Ja. Mach mal bitte Untertitel in Englisch. Ja, aber er tat dann nichts. Und der Weg dann für YouTube, das ist ja dann eine Frage der Zeit, irgendwann zu sagen, ja, und dann mach mal noch eine deutsche Translation daraus. Irgendwie ist ja jetzt nicht so weit. Und wahrscheinlich kann man das mit Heimmitteln, könnte man müsste das Audiosignal aufnehmen, dann Text, Speech to Text, dann translaten und dann als Untertitel wieder irgendwo hinschieben. Aber so zeitnah, dass man es halt dann wieder lesen kann. Und dann könnte man, glaube ich, wenn man es, und das muss ja nicht alles richtig sein, aber dann könnte man damit Deutsch und Englisch sprechen. Und das würde, glaube ich, funktionieren für beide Seiten. Und jeder müsste für sich einstellen können, welche Übersetzung er haben will. Das wäre dann sozusagen wirklich ein Schritt
zur Internationalität, weil wenn das klappt, dann könnten man andere Sprachen nach und nach einbeziehen und dann hätte man nachher die Möglichkeit, also tatsächlich frei zwischen verschiedenen Im Ich Idealfall falle dir wäre da ja nochmal jetzt. ins Wort. Ja. Ich falle dir da nochmal ins Wort, weil ich Ja, glaube, das kein nicht, Problem. weil ich finde, das ist nochmal so generationsspezifisch, die einzelnen Sprachen, also oder auch die einzelnen Begriffe. Mhm. Das, klar wird das immer so mitteln, aber ob das dann wirklich von vielen aufgefasst wird und auch wirklich gut verstanden wird, weil ich gucke mir jetzt manchmal oft an, bei YouTube, da macht er so den Untertitel, was sie sprechen, was er da reinschreibt und so, das ist unverständlich. Das ist Kauderwelsch zum Ja, aber es Teil. hilft ja. Hm? Es hilft doch. Ja, es hilft, aber so, Also so ich habe hier das- jetzt auch bei den Sachen YouTube, ja, die sind da auch, ich weiß auch nicht, warum die da, aber die haben halt so viele Daten, die sie da verarbeiten müssen. Aber wenn ich hier das lokal benutze und ich habe das nicht trainiert oder so, und in GPT gibt es halt so ein Plugin, mach mal hier, und ich weiß gar nicht, was da hinten dran dann hängt, aber da spreche ich hier rein und dann kommt der Text da in Deutsch raus und man sieht auch beim Schreiben, er schreibt relativ live mit. Und wenn ich dann, weiß ich was, ich mache mal ein Beispiel, weil mir das aufgefallen ist. Ich sage den Namen so Thilo Jung, dann fängt er an Thilo und schreibt das vielleicht mit H. Dann merkt er aber im Hintergrund, oh, eigentlich wird der ja, ne? Ich rechne mal nochmal nach, guck mal, zack, ist das H weg. Mhm. Weil er dann irgendwo nochmal geguckt hat, ne, was ist das da? Und solche Geschichten, die es dann, und daraus dann wieder, ne? Und da musst du eigentlich hin, eigentlich bist du unter jedem Ich bei dir, ne, einstellen können, ich möchte bei dir den englischen Untertitel haben. Ja. So, und genauso muss es, und dann würde das auch gehen. Mhm. Das hat Dave aber dann gemeint, eben mit diesem Gedicht übersetzen, weil Das ist doch schwierig. nee, es ist schwierig, aber was man dabei lernt, ist in Wortfeldern zu denken. Das heißt also, man hat nicht so das Gefühl, dass auf jedes Wort ein anderes passt, sondern dass also jedes Wort in so einem Wortfeld schwimmt. Ne? Also meinetwegen Thilo mit H, Thilo ohne H, Thilo mit OU hinten dran oder keine Ahnung. Und dann sozusagen zu gucken, was ist gerade das, was jetzt eine interessante Bedeutung macht. Und dann hat man nachher 3 Gedichte als Übersetzung, die jeweils eine andere Spezifikation realisieren, ne? Von dem eigentlich ursprünglich einzig einen Text. Und man muss ja nicht irgendwie ein Gedicht nehmen von, was weiß ich, 500 Zeilen, sondern kann ja eins nehmen, was also gerade mal 5 hat. Nicht? Und dann hat man so dieses Spiel um die Bedeutung und lernt dabei nebenbei auch noch ganz automatisch verschiedene Wörter. Und Dave sagte eben, man solle jetzt bloß nicht hingehen und sagen, also das wäre dann Wissen, ne? Sondern einfach nur, es kann auch ungenau sein und irgendwann mal schleift sich das aber irgendwie so fast muttersprachlich ein. Ne? Und also so, sagt immer, rede drauf los, wir verstehen das schon. So, ne? Und das fand ich also auch einen ganz schönen Ansatz, so einen unbefangen zu machen, dass man nicht so Angst hat, dass man da irgendwie missverstanden wird. Wenn sie anfangen zu lachen, hat man bestimmt was Unverschämtes gesagt. So, ne? Aber ansonsten ist alles gut, nicht? Oder so, nicht? Das war, da war es ja vor 10 Jahren oder sowas, mal so. Genau. Ich habe auch Heidenangst gehabt, mich da in Englisch und gegenüber einem Engländer auch noch freier zu äußern. Das ist dann weg. Und jetzt ist eher so, dass ich denke, warum immer in Englisch und warum lernen die Engländer nicht Deutsch endlich mal, die Blöden und so. Und das ist dann eher so. Aber hier, guck mal, da wird ich schiebe das mal hier drunter hier mal hin, da wird der englische Text aber total ganz schnell reingesprochen. Aber mit was ist das jetzt was ist das jetzt, was wir da sehen? Das ist mein, ups, genau. Ich habe jetzt Bildschirm geteilt und das ist wie das von Google Chrome rausgegeben wird. Von Google Chrome. Und wenn ich jetzt hier was sage, taucht es, also es ist ja jetzt Englisch. Ja. Wenn du Deutsch Aber lass sprichst, mal kommst du überlegen. trotzdem in Englisch.
Aber es ist ja da halt im Hintergrund auch noch, ich bin jetzt nicht sicher, so wie das Fenster da aussieht. Du hast da jetzt irgendein Plugin am Start, Ja, oder? Birgit? Ne, das ist irgendwann mal, ich habe jetzt mal hier Durch bei Zauberei hast du das wahrscheinlich. nein, Das aktiviert, ist okay. dass ich einen Untertitel haben wollte seit YouTube und dann, ich bin dann nicht weiter dem nachgegangen, was das ist. Dann hat mir das Ding, das Fensterchen unten aufgemacht und dann war das schön in Englisch und dann habe ich gedacht, bestens, so. Ja, aber das sieht ja jetzt aus als wenn dein Audiosignal live übersetzt wird. Aber ich weiß nicht. Das kann auch sein. Das wäre Ja, noch mach spannend. mal das. Wenn du jetzt das Browserfenster, das ist also, da sind wir aber sicher, dass das jetzt Browser ist, ja? Plugin. Da Ja. oben, du hast ja oben Plugins eine Liste, Ja, aber oben das ist, rechts. ja, aber das ist, das ist jetzt, wird jetzt so im Browser angezeigt. Ja, danke für die Information. Man müsste es mal an- und ausmachen. Gib mal mit der Maus, was das jetzt ist, weil das würde mich ja schon interessieren. Ja, aber geh mal lieber Zurück zum Tab. So, oben rechts sind die Plugins aufgelistet, die du hast. Oben rechts sind kleine Icons im Browser. Da Ja, sehe ich Wikipedia, Google Translate. vielleicht ist das ein Service von Zoom, den Zoom anbietet. Das Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es von Zoom kann ich mir kommt, dass auch es das vorstellen, Angebot ja. von Zoom ist, dass sie das so wie so ein kleines Schwebefenster rein geben mit diesem Unterbild, was ich ja auch noch anpinnen kann. Ne? Ja, aber das wäre ja dann für alle anderen Teilnehmer auch von Interesse. Ja, Ach so, jetzt. Ja, also Camilla Ihr hätte doch wisst jetzt, wisst ihr, was die Camilla hätte, Technik, hier mit der nochmal, Technik ist es bei mir Camilla, immer so. nee, aber es hat nichts mit Technik zu tun, sondern Einsatz von Technik. Ja, genau. So. Und jetzt wäre es doch super gewesen, wenn im Zweifel auch jemand wie ich hätte Deutsch sprechen können und es wäre in Englisch dann gleich übersetzt worden. Für Camilla Ja, wäre die aber Sprachbarriere weg gewesen. ja, das ist doch eine total tolle Aufgabe, jetzt rauszufinden, wie wir das schön hinbekommen mit dem Untertitel in Zoom. Da war ich gerade bei, das Ja, rauszukriegen. ja, Indem du oben nochmal, da ist so eine, nochmal oben, wir haben das Z, Ja. oben rechts, was Ja. ist das? da gehe ich jetzt mal drauf, ne? Ja, klick mal einmal mit linker Maustaste. Das ist Zoom, okay, da bist du gar nicht eingeloggt. Gut, daneben ist Google Translate, dann kommt, brauchst nicht. Das kannst du wieder zuklicken. Bist ja gar nicht drin. Google Translate, dann kommt Wikipedia, dann weiß ich nicht. Das scheint aber auch irgend so. Und was ist das? Das ist das nicht. Chirr-App, okay. Genau. Das ist so ein Spendenscheiß, ne? Nein, das macht irgendwie komprimiert, ich habe es noch gar nicht richtig benutzt, es komprimiert eigentlich Texte für Twitter, aber ich habe das noch nicht benutzt, das selten. Okay. So, und jetzt klick mal drauf. Mach mal, ne, eigentlich müsste jetzt, okay, das sehen wir vielleicht jetzt nicht, was du siehst. Kann das sein? Siehst du jetzt eine Liste? Ja, Als du da jetzt drauf, okay, die sehen wir nicht. das ist auch gut so. Ja, weil da ist jetzt die Liste der Plugins drin, ne? Ja, das ist aber da ist nur Google Chrome und Wikitube Ja, passt ja. und Anwendungslauncher aus dem Google Drive und Ja. dann eben diese ganzen Google-Übersetzer und Okay. Wayback-Maschinen. Und So, es so ist weiter. gerade, würde ich mal sagen, wahrscheinlicher geworden, dass es wirklich aus Zoom kommt. Will ich So, auch denken. jetzt Und müssen ich wir mal gucken, wo es jetzt hin ist, das Fensterchen. Genau, ich benutze aber nicht die browserbasierte Version heute. Michael ist ja nicht da, ich kann das ja ruhig so offen sagen. Ich habe jetzt einfach die App-Applikation, mit der ich das gestartet habe, ne? Weil das so praktisch ist. Ihr wisst ja, dass ich aber das der muss Modell halt, so praktisch habe. Birgit, du brauchst das nicht, was du mir erklären willst. Ich versuche, ich suche im Web selber, bevor wir das hier bei dir jetzt rauskriegen. Ja, ich Guck mache ich jetzt mal mal. die App auf, aber dann hängt das auch vor der App, dieses Fensterchen.
Aber jetzt können wir kann ich dann auch Ja, die das App sehen wir teilen. nicht. Das gucke ich mal eben. Mache ich mal stoppen. Und ich gucke jetzt mal, ob ich die App auch teilen kann. Hm. Aber die App kann ich nicht teilen. Ich kann nur den Chrome-Browser teilen. Aber du Nee. bist du Supermaster hier? Wie Supermaster? Na, bist du Admin? Host? Was auch immer? Ja. Dann kannst du den ganzen Bildschirm mal teilen. Wenn ich den ganzen Bildschirm teile, dann sieht das wieder so aus, wie wir es schon hatten. Wir müssen doch irgendwie rauskriegen, woher dieses blöde Fenster kommt bei dir. Geh mal und wir müssen mal unten deine Taskleiste sehen. Geht das? Wenn du jetzt Windows-Taste drückst, du hast doch Windows, ne? Oder was ist das? Nein, Mac. Mac, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau, das weiß ich schon. Ja, ja. Ja, wir bräuchten jetzt mal, welche Applikationen alle laufen. Aber das ist jetzt halt. Vielleicht ist es ja auch. Also, lass mal überlegen. Sehen wir, wenn ich jetzt hier spreche, lass uns mal einen Augenblick warten, ob wir dann mich auch sehen. Oder würdest du sagen, das ist doch zeitversetzt hier, ne? User Application about, was auch immer er jetzt gerade sagt. Das heißt, die Frage ist für mich, nimmt er dich oder nimmt er auch mich? Also, ich spreche jetzt mal ein bisschen hier so rein. Ja, ne, das Test, sehen wir ja die ganze Zeit, Test, ne? Aber Test, properly Test, Test, Test. spun. Und ich sage Antitest, guck mal, hast gesehen, wie er eben ist? Er hat eben den ganzen Satz nochmal kurz umgeschrieben. Also das ist schon eine anständige Übersetzung hier. Zumindest Ja. zeigt diese Evaluation, dass wir Test. das super gut verwenden könnten für diese, um das Sprachbarriere. Also Antitest, nee, Anti-Cook. Basically. Melissa, Antitest, Anti-Cook, but basically I said this. Antitest habe ich gesagt. Antitest. Aber eigentlich müsste jetzt eine Reihe kommen, wo von Test von Birgit. Die hat ja zigmal Test gesagt. Oder sie versuchen, Stottern wegzukriegen. Damit. Ach so, das wäre natürlich gemein. Test. Das kann auch noch sein, dass es eine Sprachunterdrückung ist für. Stotterer werden ausgemerzt. Ich sag noch also mal die S fünfmal und Ms und hä macht er ja auch nicht, weißt du? Test, Antitest und Test, das bin ich, oder? Test. Ja, jetzt ist ja noch Test. Der macht da wieder mit seinem Anti-Cook. Ja gut, okay, du kriegst nicht raus. Also, kannst du das Fenster außerhalb des Browserfensters ziehen? Sekunde. Ja, Okay. das ist ein Schwebefenster. Unten ist ja noch so ein kleiner Pfeil. Was kann man da machen? Da kann man draufklicken. Das ist die längere Übersetzung. Das ist genau. Du hast ja, wenn du Mac hast, hast du gar keine rechte Maustaste, ne? Nee, das ist ja eben das Problem. Das ist auch mit den anderen, gibt das immer echte Probleme, wenn die mir immer sagen, rechte Maustaste. Dann sage ich immer, hey, ich habe so eine kleine Magic Maus, da funktioniert das nicht. Halt Du musst klicken. Ich weiß nicht, Control heißt die, ne? Dann ist es halt. Das wird die rechte Maustaste simuliert, glaube ich. Ja, gut, okay. Ich würde jetzt einfach so vorgehen, ich würde das nachgucken, also recherchieren, ob Zoom sowas anbietet. Und würde da erstmal einfach in Google suchen, was die dazu sagen. Und könnt ihr das denn auch aktivieren bei euch? Nee, ich habe geguckt vorhin, sonst hätten wir es. Also ich habe vorhin hier alle Hauptpunkte durchgeguckt, ob man hier irgendwo was machen kann, aber ich habe nichts gefunden. Aber das lässt sich ja mit der Google-Suche relativ zügig, ne? Zoom Live-Übersetzung. Das waren ja die Stichworte. Ja, und Zoom Live
Übersetzung. Dolmetscher in Meetings und Webinaren. So. 15.06.2022. Und ich sehe einen Screenshot, um dieses Video anzuzeigen. Funktionale Cookies in dem. Alter, er macht mir nicht fertig hier. Aber ich finde, Und ich habe eben gerade schon einen Screenshot gesehen, der so aussah, als wenn da so ein kleines Fensterchen drin ist. Ja, es ist hier schwarz, aber es ist dann hier so ein chinesisches. Mhm. Das werden die doch bestimmt, die machen doch auch internationale, könnte man ja auch internationale Meetings und diese ganzen Webinare, die die anbieten jetzt über Zoom, da müssen sie doch irgendwie so ein Übersetzungstool nutzen und damit sie den Teilnehmern das auch anbieten können und offerieren können. Wo sind hier meine Einstellungen? Also es wäre ja auch, ich weiß nicht, das kann ja natürlich auch manchmal am Geld hängen, ne? Was man hier bezahlt für die Dinger. Und ich klicke mal hier auf Apps. Ups. Ups. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe jetzt hier Zoom-Apps mal aufgemacht, ne? Ja. Und Transkript und Translate manchmal ein Filter. AI Meeting, Recaps, Transcription. Oh, jetzt gucke ich mal. So übersetzen Sie das Language im Webportal, Success, Zoom, Settings, Meeting Settings. Aktivieren Sie noch heute übersetzte Titel, Verben im Ausbau der Funktion. Das wäre dann so, dass dann hätte das Camilla bei sich und wir bei uns dann aktivieren müssen. Zoom One sind bereits in Tarifen Zoom One Business Plus und Zoom One X Enterprise Plus enthalten. Du hast da aber keinen Business-Zugang hier, oder? Nein, ich habe nur dieses ganz normale, die lowest Stufe da irgendwie für ein Jahr mal ausprobiert. Also, aber du siehst es ja, abonniert. ne? Du siehst es ja bei dir. Jetzt ist natürlich noch ein Unterschied. Und ich habe das aber gar nicht, eingestellt, dass es dann automatisch so hingehüpft. Real-Time Translation und Transcription. Ich klicke das jetzt mal an. Sign in to add. Müsste ich jetzt mich einloggen? Ne, so ist es nicht. Ich kann ja auch schlecht auf deinem Account hier rummachen. Das glaube ich ja nicht, dass das funktioniert. Translate. Free. Nee, die wollen immer, dass ich mich einlogge. Das war auch ein ganz spontaner Impuls heute, da Camilla mit einzuladen. Das war jetzt nicht abgesprochen. Also das ist ja auch der schöne Spruch immer, der zum Kunsttalk gehört. Das war aber so nicht abgesprochen. Nein, das war so nicht abgesprochen. Das war ziemlich spontan. Das war ja super gut spontan. Also Nee, finde ich jetzt nicht. Das hier, dieses Bildschirmteilen, das geht jetzt bis ins Unendliche, ne? ja, das scheint so einen Sog zu machen. Ja. Das ist aber nicht so, brauchst keine Angst haben, dass die Rechner abstürzen, aber für die ist das nämlich trotzdem nur ein. Das ist nur ein optisches Feedback, kein technisches. Ach, es ist wirklich nur ein Okay, super. Ja, also was denkst du denn, dass du das Video jetzt 100-mal kopiert im Hintergrund? Oder? Das wäre ja so. Das wird ja rauskristallisiert. Weißt du, warte, ich hole mir 2 Spiegel und dann kopieren wir die Welt. Ja, so hält sie einfach so hinterher. Dann sagen, ja, zack. Das Gegenteil vom schwarzen Loch. Ja, das Gegenteil vom schwarzen Loch erzeugt. Genau. Endlich wissen wir, was eine Multiweltenwelt ist. Super Multiversum. Super, genau. Ja gut, okay, aber dann aber wir wäre das haben halt da eine einfacher. Ein Ansatz, ja. Hm? Aber es ist mir wirklich ein Rätsel, warum YouTube irgendwie an ein paar Stellen so arbeitet, wie es arbeitet, wo dann nicht schon längst, wie du auch sagst, bessere Übersetzungen und so weiter da sind. Ja, das ist ein echt wirklich sehr experimentelles System, YouTube. Und die anderen, also auch, ich bin da ja wirklich, und
Ach, ich finde das jetzt so schade, dass Michael nicht mehr da ist. Der wird mir so zustimmen. Da kannst du so schnell mal was verwechseln. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ja, aber es geht, nein, es geht doch, unterschiedliches, ich weiß, es geht doch um die Hilfe beim, weißt du, ja, im Bewusstsein dessen, wie schlecht das übersetzt, ist es ja aber trotzdem eine Hilfe bei Vokabeln zum Beispiel. ja. Mhm. Aber Also jetzt das haben ist wir so, uns missverstanden an dem Punkt, wo ich schon nicht mehr bei der Übersetzung war, sondern bei der Bedienung dieser einzelnen Systeme. Und da, wie die einzelnen Funktionen benennen und so, das ist überall wirklich unterschiedlich, also das ist wirklich, ist immer ein eigener Kosmos. So habe ich mir das jetzt für mich zurechtgelegt. ja, für viele Sachen gibt es doch keine festen Begrifflichkeiten. Also gerade wenn du so hierarchische, ne? Was ist eine Art, was ist eine Rasse, was ist eine Gattung, das kannst du in unterschiedlichen Bereichen ganz anders verwenden, Begriffe, wie du willst. Und Mhm. dann ist es einfach nur Nomenklatur und dann wird das so eingeteilt und dann ist das gut. Ja, aber das ist ja, dann gibt es immer so Oberkategorien, Unterkategorien, wo dann die Funktionen eingebettet sind. Und das ist in den Systemen, ist das immer ganz unterschiedlich angeordnet und auch dann, wie du sagst, hierarchisiert. Und da muss man sich immer überall so durchklicken, bis man dann die Funktion findet, die man gerne mal bedienen möchte. Habt ihr denn das kleine rote Buch-Video gesehen, das generierte? Birgit hat es gesehen, glaube ich. Ja, das war wunderschön, das ist ganz toll. Und auch mein Herz war so angerührt, auch von dem Klavierspiel von Tastenschwenker, was ja so Ach du Scheiße, ja, Jahre alles ist, schon so wieder vergessen. Babylon, Berlin, das kommt dann alles so, ist eine Lieblingsserie von mir, darf man ja auch ruhig mal sagen. Und dann, wie du dann gleich was draus gemacht hast, das war so anrührend. Ich habe natürlich auch gleich daraus für die WordPress-Seite nochmal einen Beitrag gemacht. Aber wie gesagt, die baue ich gerade ganz komplett um und habe das wirklich nur damit das in der Datenbank also dieses Content-Management-Systems ist, habe ich das da schnell reingezogen. Aber es fand ich wunderbar. Ja, und ich werde jetzt auch das nochmal zusammenfassen, das ist nochmal auch in den mehreren Rücksprachen oder überhaupt Gesprächen mit Andreas ist das nochmal so zutage getreten, auch nochmal das zu bündeln zum Roten Buch, also die Bilder, die Sachen von Camilla, das ist alles sehr auf sehr verstreuten Seiten, das nochmal irgendwie zu bündeln, dass man das schön als Übersicht hat, weil es ist ja jetzt auch wirklich schon eine Geschichte und man muss da nicht viel schreiben, man muss, glaube ich, einfach nur das, was vorhanden ist, wieder einsammeln und auf eine Seite bringen, so dass es... Ich will auf der Webseite auch so eine Übersicht machen, mindestens. Das ist also, die Geschichte kann dann so noch immer weiter dazukommen. Aber es ist ja immer, aber das Einfüllen von Bildern in so eine Galerie ist, also ich würde die dann sozusagen über so eine Serienfunktion einmal kleinrechnen und dann müsste das hinhauen, dass das jetzt nicht bei mir gleich alles aufbläht. Ich müsste mal gucken. Ja, Ja, was also auch. du wirst ja da halt nicht so, also dass du da keine 25 Megabyte, also keine 8000 Pixel Videos Bilder hochlädst, sondern dass die schon mal Ja, so auf einer Größe 135 vorher oder so. sind, ne? Und klar, WordPress rechnet die auch alle um, ne? Und macht das auch nur ein einziges Mal, dann werden die gecached, ne? Und dann bleiben die auch umgerechnet in den Vorschaugrößen da. Aber allein das Hochladen und so weiter, das ist ja alles dann Ja, und die verbraucht. Sache ist, das weiß ich eben, aber das ist auch jetzt gut, dass wir darüber sprechen, weil das hatte ich nämlich auch. Hier unten siehst du ja das kleine rote Buch. Das ist auch so ein, oder hier sind noch so kleine Kurzvideos. Da würde das ja sehr gut Das hinpassen. kannst du Aber da ich weiß einfach nicht, nehmen. wie ich einen Videoclip von Twitter runterladen kann. Das Na, kann schicke ich ich nicht. dir einen Link. Ah. Das nennt sich, den packe ich hier in den Chat. Kleine rote Buch ist so ein Erfolg bei Schülern. Also wenn die es einmal gehört haben, dann hört man das sozusagen das ganze Jahr. Irgendwann fällt immer ein zu sagen, das war der Wo ist rote das Buch. jetzt? Jetzt ist Da das sind hin. die von... Warte, jetzt, wie kriege ich jetzt den Chat wieder weg? Alter, ich bin zu doof. Nein, ich. Nee, also ich habe den Link jetzt hier drin, ne? Und Ja, jetzt ist hier irgendwie diese Ansicht so Safe gigantisch breit. Tweet. Ja, da geh mal drauf, Ja, dann mach dein neues Fenster auf und dann ja, hast du warte, da eine URL und da gehst du einfach auf die Detailseite des Tweets, wo das Video ist. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mitverfolgen können, wenn du ja, ich glaube, auf den ich Link muss jetzt mal klickst. gucken, wie ich das da reinmache. Genau.
Dann gehst du auf mein Video. Auf das Video? Ich habe ja gar nicht selber gemacht. Ich habe ja nur zusammengeschnippelt. Wenn du jetzt auf Twitter gehst, Muss jetzt auch auf noch auf Twitter. Twitter gehen. Ja, Ja, möglich sein, ne? ja, hier hängt nur so ein anderes Schwebefensterchen noch rum. Was jetzt? Ich muss mich da gerade mal eben anmelden. Ich bin da nicht angemeldet Was ist bei auf Twitter? Twitter. Wie meldet man sich denn da? Meldest du dich aktiv ab? Ich mache das automatisch. Du oder die Technik? Wenn ich Du meinen machst das Browser dann. schließe, dann meldet er sich ab. Ach du Scheiße, das hast du eingestellt. Ja, das wäre mir viel zu anstrengend. Also muss auch, wenn ich mich neu einlogge, kriege ich auch eine SMS. Also ich habe hier Zwei-Faktor-Zeug drin. Ja, genau, so habe ich das auch. Ja, aber dann mache ich nicht, wenn ich Browser zumache. Du musstest jetzt keine SMS-ID eingeben. Nein, aber das einfach, das, Ein Zwei-Faktor würde anders aussehen. ja, das würde dann hier, das ist ja, ich bin ja jetzt in meinem Google-Konto angemeldet und dann geht das einfach mit dem Passwort. Aber ich muss das anklicken. Egal. Ja, Es gibt noch viel zu zu besprechen. meinem Account oder zu dem, wo es verlinkt ist. Genau. Also, ja, sonst mache ich einfach genau, ich gehe jetzt einfach in deinen Account. Nee, ein drunter. Weißt du, in Ah, dem du hast das im Arti-Dings. Arti, okay. Hm. Ja, es haben sich durch die Stimmenklon-Geschichten, die oftmals ja auch einen politischen Charakter haben, hat sich das gemischt. Aber die eindeutig Kunstdinger, die mache ich dann ja hier. Oh, du wenn hast ich ja jetzt- noch mehr gemacht zum kleinen roten Buch. Das Oh, ist das auch hab, wegen Dürre hier. oh. Also unten auf das Video mal gehen. Ja, sofort, ich Nicht muss das eben schnell retweeten, das ist so wunderbar. Ja, hier ist das Video. jetzt auf die Detailseite des Tweets gehen. Ja, Was machst du? auf die Detailseite des Tweets. Was ist die Detailseite des Tweets? Klick mal den Tweet an, bitte. So, dass oben in der URL auch die zu sehen ist. So, Ja. jetzt oben ist die URL. Die Adresse. kopieren. Oh. Machst sogar mal Steuerung X, ne? Aber dann siehst du wenigstens, ob er es genommen hat. So, herunterladen. Ja, Er macht aber nichts anderes, wenn du jetzt herunterladen klickst, macht er dir eigentlich nur einen Direktlink auf das Video. Den können wir auch anders beschaffen, aber klick mal auf herunterladen. auf 720p, 360p, Oh, 270p. ich weiß nicht, die Qualität, du kannst ja die schlechteste nehmen, die du kriegen kannst. Warum nicht mal die beste? Ja, also 720. Ja, So, und jetzt hast du die Videodarstellung ganz normal in Chrome und unten rechts sind 3 Punkte. und Moment, jetzt ist hier gerade der Ton an, wie bitte? Jetzt hast du ja die Videodarstellung, die Native Videoabspieler in Chrome im Browser. Und unten rechts sind 3 Punkte. Ja, Herunterladen. ja, Dann hast du das Video. jetzt mache ich einen Download. So, da hast du es dann und dann kannst du ja bei YouTube hochladen. Genau, das mache ich nachher. Das mache ich jetzt nicht. Oder soll ich das jetzt machen? Nee, das musst du jetzt nicht machen. Automatischer Untertitel. Der übersetzt hier wie wild da bei dir. Nicht schlecht. Ja, und jetzt ist das so, dass ich mir merke, mit Matze habe ich mal ein Video aus Twitter runtergeladen. Und wenn ich in 3 Wochen ein Video runterlade, dann weiß ich wieder nicht, dann weiß ich genau, da haben wir irgendwas und dann recherchiere ich, anstatt dann kurz zu fragen, hey Matze, sag noch mal ganz kurz. Es gibt auch, ja, ist auch richtig so. Es gibt auch Chrome-Plugins, wo man dann hier wahrscheinlich rechte Maustaste auf das Video machen kann und dann lade runter. Ne? Also Twitter-Downloader als Chrome-Plugin wird es geben. Also oder fast schon genereller. Ne? Das ist für verschiedene Videoportale und dann machst du rechte Maustaste drauf und dann sagt er, lad mal runter. Und Okay. also YouTube-Videos downloaden geht genauso. Also nicht mit dem Ding, aber mit dem ähnlichen. Ja, Und das wusste ich. Ja, und das ist hier bei diesem generierten, kurz das Video nochmal, das ist das, aber ich habe schon ein Basisbild reingemacht. Ich habe ein Basisbild in 3D gebaut, wo der Frosch und der Käfer
zu sehen sind in der ganz einfachen Szenerie, ne? Frosch, Käfer und das Buch. Und dann noch aber das Textprompt dazu, a bug and talking about a red book oder ne, standing at a red book und so weiter. Deswegen bewegt das hier so. Und es ist da ist es so, wenn die Stimme jetzt hier dann kommt, bewegt sich ja der Mund zufällig auch mal ab und zu, so wie die Stimme da spricht. Und dann habe ich einfach, man kann ja maximal 4 Sekunden im Moment erzeugen. Und davon einfach ein paar Mal Reload gedrückt, immer wieder was, also auf dem gleichen, auf 2 oder 3 Prompts habe ich benutzt, aber am Ende so 10, 12 Clips erzeugt, die dann das Ding da machen. Und die Stimme ist, der Text ist generiert von GPT-4, gesprochen von Marietta Slomka und dann wieder aber, also weil ich wollte es nicht selber sprechen. Und das gibt Text to, also der Text generiert. Da gibt es dann wieder eine Webseite, wo man nur ein paar Minuten von Slomka reinwerfen muss und dann spricht er auch in dem Duktus oder, ne, also in dem Sprachstil, wenn man das muss. Und das habe ich aber dann wieder auf die Miss Marple-Stimme gemünzt. Ja, es ist unglaublich mit den, du hast es ja auch letztens uns gezeigt, du hast ja so eine Sammlung auch angelegt von Genau, so vielen von so Stimmen, vielen. ne? Ach nicht, Pumuckl habe ich gemacht. Das hat mir große Freude bereitet. Dann. Einwandfrei. Und Pitti Platsch, ich hatte jetzt auch hier, kam gerade auch noch eine Frage rein, ob ich noch Lust hätte. Und Pippi das habe Platsch ich auch ist die schon gemacht. Pieleente. Bitte? Pippi Platsch ist die Pieleente? Weiß ich nicht. Nee, Pitti Platsch ist ein Ossi, eine Ostfigur, DDR-Figur. Ja. Aus dem Kindervorabend, also es gab das Sandmännchen, das für Ja. Kinder, weiß ich, vor 19 Uhr oder so lief, für Kleinkinder. Und das war so, Pitti Platsch ist so ein bisschen auch inhaltlich, ja, es war irgendwie die Anfänge der DDR so ein bisschen, als diese Figur da entstand, habe ich das Gefühl, weil das ist für Erwachsene und für Kinder gut. Also es ist schon, ne, so wie Sesamstraße auch ja, ne, oder die Muppet Show. Auch Ja. so für Kids und Erwachsene. Da sind immer noch so Nebensätze drin, die dann halt diesen Spaßcharakter, den Pitti Platsch für kleine Kinder dann hat, auch noch mal so ein bisschen aufpeppen für Erwachsene. Deswegen haben das, glaube ich, auch Erwachsene immer mal wieder mit zugeguckt. Der denkt sich einfach wilde Geschichten aus. Und wenn man zum Beispiel wie ich auch Helge Schneider eigentlich ganz gut findet, der dann sich wirklich schrägste Geschichten ausdenkt, das ist Pitti Platsch. Weil man ja auch weiß, dass im Hintergrund Erwachsene sich da ausgedacht haben. Hm. Und diese Stimme ist halt quasi im Osten bekannt. Und weil ich ja schon ein bisschen älter bin und auch für ein Publikum dann auf Twitter schreibe, das auch nicht ganz jung ist, wird er auch wiedererkannt. Und Pumuckl war natürlich auch mal dran jetzt. Ja, Meister Eder. Pumuckl und Gestern. Meister Eder. Bei mir gab es noch Zebulon. Tonicota Zebulon ist wieder da und der sprang immer mit so einer Feder. Mhm. Und noch So. Und dann Kettwiesel. Teleminchen und Telemekel und Teleminchen. Hatte Und ich noch. Kettwiesel. Elektrik. Kettwiesel, ja, Kettwiesel, Elektriktrick und Pantau mit dieser Melone Pantau, dreimal ja, drauftrödeln und dann tschuck vorne Pantau ziehen. ist cool, der ist sowieso der Pantau kann größte. ich auch noch. Das war auch so, dass Ja, ich das Pantau ist als so Kind da super. noch so gesehen habe. So, wie macht der? Macht so Ich weiß nicht, an der ja, das Hutkante war lang. da war ich, also zum Beispiel lief im Ich muss Westfernsehen hatten eben wir, zur Toilette. Westfernsehen hatten wir ja. Und da weiß ich noch, dass da lief dann zum Beispiel Enterprise, Captain Kirk und so. Ja, Und ich war Tamara. aber noch so jung, ich wusste, ich will das gucken und fand das ganz cool, ne? Toll und so weiter. Ja. Aber ich war noch so klein, dass ich das mit den Wochentagen alles gar nicht auf die Reihe gekriegt habe. Also wo man noch so
immer gesagt bekommen muss, Montag, Dienstag, weißt du so. Ja. Und das überhaupt nicht hingekriegt habe und habe mich, weiß ich noch, sehr darüber geärgert, dass ich das noch nicht kann. Sozusagen sich im Kopf aufzunehmen, okay, das kommt regelmäßig, das habe ich noch verstanden, ne? Ja, Aber dass es dann immer donnerstags um 17 Uhr kommt, das war nicht, da war ich noch zu jung für. zu Genau. jung für. Ja. Da muss ich ja dann 4, 5 Jahre alt gewesen sein wahrscheinlich. Und das. Aber es ist dann so ein Reiz, es dann rauszukriegen. Irgendwie, das stimmt. Ich hatte so ein Problem mit dem Lego-Kasten, dass ich irgendwie dann einen Bahnhof und ein Schloss gebaut hatte und dann wieder auseinandernehmen. Und dann war das Schloss plötzlich in allen Fächern und der Bahnhof auch. Und das war für mich ein Riesenproblem. Und dann müsste doch das Schloss in Fächer einfach tun und den Bahnhof in einfach, nur dass eben die Teile dieselben waren. Ne? Ich habe das irgendwie, das Problem habe ich irgendwie vielleicht bis heute nicht wirklich gelöst innerlich. Ne? Das ist so ein, genau Ja, auch, so ein 4 bis 5 Jahre, 4, 5, 6 Jahre. genau. So. Für mich auch so diese, also welche Punkte bleiben so übrig, ne, in der Erinnerung? Warum genau die, aber es ist so, wo auf einmal so das Bewusstsein dann so aufpoppt auf einmal und dann so auch, weiß ich nicht. Vielleicht ist es natürlich auch Verklärung im Nachhinein, ne? Dass das vielleicht gar nicht so stattgefunden hat, sondern ich mir das später, aber ich habe nach der Erinnerung, das ist halt, und es lief auch dann, ich glaube, sie liefen zusammen genauso wie Captain Future. Vielleicht habe ich das auch nicht nur einmal erlebt, sondern mehrfach. Mit dem ZDF-Ferienprogramm für Kinder gab es. Die haben in den Sommerferien haben sie Ferienprogramm gemacht im ZDF früher. Das habe ich in Erinnerung. Also wo einfach 6 oder 8 Wochen lang. Das war dann auch synchron mit den Ostferien. Und dann konnte man halt da immer am Nachmittag war ab so und so viel Uhr und da liefen dann die Sendungen nacheinander, ne? Sesamstraße und Pipapo und auch halt dann solche Sachen. Ja, ich erinnere mich, wobei, also Sommer war immer eigentlich, man war entweder in der Badeanstalt oder man war nicht in der Badeanstalt. Wenn man nicht in der Badeanstalt war, war Schlafenszeit. So. Von daher ist das mit Fernsehen und so nicht so ganz Ja, gewesen. wir waren ja da auf dem Dorf, ne? Und da konntest du dann machen, so in den Ferien, war egal. Meine Eltern waren beide Lehrer, dadurch dann auch, ne? Die grundsätzlich in den Ferien. Und dann, was ich, ist halt draußen gewesen, Fahrrad gefahren und das und das. Selbst beschäftigt und Fernseh gucken wir aber auch ab und zu. Ja, ich werde dich übrigens nochmal über 1, 2, 3 Telegram nochmal besuchen in der nächsten Zeit, um nochmal über die Almanach-Geschichte nochmal technisch und konzeptuell auch nochmal mit nachzudenken und so. Bin auch mit Birgit mich schon ein paar Mal unterhalten und so und dass man dann irgendwie Wir jetzt am brauchen Donnerstag, wenn ich unbedingt Support, ganz dringend. Ja, mal gucken, aber man muss noch sehen. Also es gibt ja jetzt auch immer mehr von diesen Plugins. Da bin ich leider nicht so richtig firm, weil es auch so, die schießen aus dem Boden wie wild für Absolut, ich bin GPT-Plugins. total überfordert bei WordPress. Da kannst du Plugins ohne Ende. Ja, bei GPT waren es vorher irgendwie 30 oder so, als es anfing. Und jetzt ist es halt klar, sie fangen an, die ein bisschen zu kategorisieren und News und der Zugriff ist einfach. Und wo man mal gucken muss, ob man eventuell dafür dann GPT-technisch Bildanalyse-Tools, also wo man einfach sagt, ich habe hier eine Grafik, sag mal was dazu. Könnte ja eine Möglichkeit sein, aus den Dingen was rauszukitzeln, was von Interesse sein könnte. Und ich fände auch interessant, wenn man jetzt sagt, Cool. ich habe hier eine Fläche, so und so bekritzelt oder was auch immer, ne? Und kannst du das als Oberfläche für folgende Sachen aufnehmen, ne? So etwas, nicht, dass man also jetzt, nehmen wir mal an, Fabergé-Ei und das hätte dann nicht Gold, sondern diese Ach so, okay, das wäre aber Struktur normal. halt, ne? Ja, okay, das wäre dann aber so normal 3D, ne? Ach so, das wäre jetzt nicht, dass Ja, man GPT den ist sagt, ja für Textgenerierung. ne, GPTs, aber du hattest doch da eine Midjourney. Midjourney, ja, genau. Ja, das kann man mal probieren, ob er Texturen nimmt. Ja, können wir mal probieren. Habe ich noch nie Das wäre gesehen. irgendwie so eine Frage. Das andere wäre 3D, das weiß ich wohl. Aber genau, und so mal einfach ein bisschen durch den Garten spazieren.
Genau, so, also ne? da können wir auch, ja genau, bei Midjourney kann man ja auch eigene Bilder hochladen und dann, Hm. wo man dann sagt, ich habe eine Grundstruktur und dann sagt man einfach, nimm mal dieses Bild und dann ist es nur eine Textur, wo Hm. jetzt halt, ne, und mache mal irgendwas damit, wo man dann noch einen Prompt dazu tippt und dann mal gucken, was passiert, ne? Mhm. Weil mich reizt das schon sozusagen so die Möglichkeit, sozusagen ein Team, übers Team hinaus sozusagen zu erweitern, durch diese neuen KI Hm. Was ich Apps und letzt, so, ne? ja, Das finde was ich ich, schon spannend. ja, was ich jüngst mal gesehen hatte, was aber bestimmt schon länger gibt, und zwar hatten sie einen Midjourney-Prompt, die Star Wars-Figuren, da gibt es ja auch diesen Gear, ne? Diese Mhm. großen Dinger, die so 4 Beine haben und so durch die Wüste marschieren, ne? Weiß nicht, ob Mhm. ihr davon so eine Vorstellung habt? Ja. Diese großen Roboter. Und dann gibt es einen Prompt dafür, den aus Porzellan zu machen, aus chinesischem Porzellan. Mhm. Und dann kommt wirklich eine Porzellanfigur raus mit diesen Diese Muster. diese Musterung und wirklich aus Einzelteilen zusammengesetzt, wo du sagst: „Scheiße, das sieht aber verdammt, als wenn das da jetzt ist, als wenn da jemand sich hingesetzt hat und die Star Wars Figur gebaut hat." Mhm. Und jetzt nicht unbedingt Star Wars machen jetzt, ne, nur weil das geht. Mhm. Aber so eine Textur zu nehmen und zu sagen, nimm mal die Textur und mach mal damit, was uns dann Was auch einfällt, immer, ne? genau. Mhm. Ne? Ja, genau. Also jetzt Donnerstag bin ich nochmal in Hamburg bei diesen Erzengel von der Bruikiere. Mhm. Da, das hat was mit so einer Museumsführung von Sabine Delatte zu tun. Und dann die Woche fange ich wieder an oder möchte ich wieder, dass das startet. Und Mhm. das möchte ich aber so gedanklich und sozusagen, ich muss wieder reinkommen. Ne? Das Ja, wir haben ja noch Juli, August, September, ne? Ist ja dann irgendwann haben wir auch. ja noch. Ne? Genau. Jo. Und dann, wenn das aber sozusagen locker geht, dann hat man auf einmal fertig. Und dann muss man sagen, so, jetzt geht es aber nur mal drum, wie drucken wir es und so. Ne? Aber Genau. im Augenblick bin ich ziemlich gut drauf. Und das heißt, ich habe jetzt Hindernisse heute und gestern und so, aber da kann ich leider nicht hier öffentlich zu reden. Und das wäre ganz und gar kontraproduktiv. So. Und Jetzt, mich das werden die ist jetzt aber bestimmt hacken, weil die haben gesehen, dass ich mich bei Facebook angemeldet habe. Aber wir haben ja das Passwort ist ja nicht im Klartext gewesen, oder? Ja, nein, da waren nur Pünktchen, aber oh, meine E-Mail-Adresse haben die jetzt. Oh, da kann man ganz viel Unfug mit du anfangen. bist verloren, Ja. du bist verloren. Ich bin verloren, ey, ich kriege schon wieder Das Angst. ist so. Oh, ich kriege schon wieder Aber Angst. ist ja, eventuell ist es ja ein sehr begrenzter Kreis, wenn du guckst, wie viele Leute das Video hier gucken. Dann Aktuell haben wir kann 4 man Zuschauer. 4 4, ja. 4. Wir haben ab einen morgen aktiven waren 2. Livestream seit 2 Stunden und wir haben aktuell 4 Zuschauer. Was Wie eine machen wir denn Familie. da? Was Hm? machen wir denn da? Ich Was habe das machen wir denn da? vor. Irgendwie, ich glaube, bei Thilo Jung, da ist so, dass der eine ganz nette Art hat, die immer wieder einzubeziehen oder so. Oder nachher ist noch ein älterer Mensch, der dann die alle nochmal einzeln würdigt und so. Ja, genau so läuft das, ne? Hans ist dann, Genau. also die machen ja Hans im ist dann Hintergrund also da ist auch während des Livestreams ist halt jemand da, der dann auch Mhm. ab und zu mal was im Chat hinterlässt und auch moderiert. Also wenn jemand nur Unsinn schreibt, ne, wird er rausgeschmissen. Mhm. Und aber es sind ja da auch zwischen, sag ich mal, 1500 bis 3.000, 4.000 Zuschauer gleichzeitig da. Ja, das ist unglaublich. So, Und ich fand das auch sehr Das ist ja- professionell und Ist ja auch so sehr eine Relevanz, also das muss man ja sagen. ja. Da renne ich Und immer vorweg. genau, und die Livestreams sind ja manchmal zu einer Zeit, wo man dann, okay, ne, gucken halt, also entsteht halt später, ne, die Menge. Mhm. Ja, den steht später. Und da ist dann, und die filtern halt, die gucken dann so drüber, ne, Hans und was ich, irgendwer, ich glaube, 1, 2 andere Leute haben sie auch noch, die dann
den Chat scannen quasi, im Sinne von drüber gucken, welche Fragen tauchen immer wieder auf und die werden dann auch ausgewählt halt als Fragen an. Und Ist ja Hans ein hat ganzes aber, Team dahinter. Ein ja, ganzes aber Redaktionsteam. ja, es sind jetzt nicht Ja, dass man Dutzende, das wirtschaftlich da sind jetzt nicht Dutzende Leute, ne? Aber es sind schon, ist mehr als 2, 3, also mehr Auf als jeden Fall 2. ist er, glaube ich, im Spiegel als der bissigste Frager unter den Bloggern oder irgendwie so. In der Oder unter den, Bundespressekonferenz, so wird es also der immer dargestellt, ne? Bundespressekonferenz. Ja. Ja, hat er jetzt auch ein paar Moderationsjobs auch noch und auch bei der Republika und so, da war das schon. Ja, ist manchmal ganz schön, ist ganz schön deftig halt. Aber gut. Aber zieht ihn ja auch von, also solche Zusatzsachen ziehen ihn ja auch von der eigentlichen Arbeit ab. Ne? Das ist ja auch immer dann, muss ja dann von irgendjemandem auch gemacht werden. So, das sowas. Also er macht ja Ja, die mehrere Regel, Sachen. ja, also die Interviews, ne, sind ja das, über dieses Republika und so weiter. Und Dann bist das du auch war bei ja, Aufwachen macht er ja auch. Und irgendwie so, das sind ja alles so Sachen, die das sind die nicht Aufwachen zeitaufwendig. Aufwachen ist aufwendig, ja, weil halt du vorher die Clips sichten musst. Genau. Also da hat er, es gehen schon, ich glaube, 2,5 Tage so. Sichten reinbringen. Und dann, also Vorher ich finde, das ist also eine Arbeitslast. Also ich breche ja schon unter dem wenigen zusammen, was ich hier habe. So. und da ist halt, muss halt die öffentlich-rechtlichen Shows oder die Nachrichtensendungen machen sie ja vor allen Dingen. Und Thilo guckt dann auch noch die Regionalsender durch. Und dann musst du halt die Mediatheken da und dann, klar, guckst auf doppelte Geschwindigkeit und skippst auch mal, aber musst du dann doch die Sachen auswählen, notieren, das Video weglegen, ne, oder den Link und dass du das dann auch alles an der richtigen Zeitmarke und so weiter und so weiter. Aber ich meine, so Pilze oder Trüffel suchen, da irgendwann hat man ja auch so eine Nase, ne, wo dann was kommt. Also es wird ja dann auch so sein, dass wir denken, ah, hier, das ist jetzt erstmal langweilig, springen wir mal oder so. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie da Und vielleicht kann man Nase. manchmal auch ein bisschen sammeln, ne, wenn man halt sagt, okay, ich zack, irgendwo eine Linkliste, weil es ja einmal im Monat, früher war es ja zweimal wöchentlich sogar, ne? Oh, Da ist ja dann, Oh, also echt, das ja. war dann viel, ja. Also es war auch so viel, dass man es gar nicht mehr schaffen konnte, als einzelner Mensch das zu gucken. Also man kam beim Gucken nicht mehr hinterher. mhm. Wenn da halt zweimal die Woche, die waren dann aber nicht ganz so lang, aber jetzt sind es ja eher 5 oder 6 Stunden Dinger, die einmal im Monat sind. Und früher war das wirklich wöchentlich. Und das ist natürlich schon Aber ich heavy finde auch so, gewesen. die haben so eine gemütliche Art daran zu gehen, wie man so auch Jo. das so ganz gut abhaben kann. Ne? Und außerdem muss man es ja Gott sei Dank nicht alles auf einmal gucken. Nee. Aber So, liegt mal es nicht gucken. auch daran, an den Gästen, die geladen werden? Also es sind ja immer auch ja, schon relativ bekannte Gäste, die ins Format kommen. Ja, das sind jetzt aber mal verschiedene Sachen. Ne? Das eine ist ja das Interviewformat von Jung und Naiv und das andere war jetzt der Aufwachen-Podcast. Ja? Da sind ja keine Gäste. Also Nein? einmal haben die das mit dem Bundestag da, Ja, diese Bundespressekonferenz. Das ist auch noch ein extra Das ist ja Format. das ist ein Format. Dann haben sie diese langen Interviews. Ne? Mhm. Und das fand ich übrigens, wie hieß der denn noch? Es gab einen, der schon damit angefangen hat und diese ewig langen, und der wurde dann als rechter Verschwörungstyp da abgestraft. Ja, Ken Jebsen hatte damals Ken auch Jebsen, längere genau. Interviews. Ja. Da war Ja, Stefan Schulz auch immer zu Gast. also ich fand das nämlich Bei Ken. fantastisch, dieses Zuhören. Es gab es überhaupt nicht, dass irgendwie mal Leute sozusagen nachdachten und man dabei war und sie hörten einfach längere Zeit nicht auf. Ne? Das Ja, war das so war, neu. ja, also Ne? klar, Ken Jebsen hat immer so den Drall, 9/11-Drall, ne? Kam immer irgendwie und ist so, und da hat er eigentlich jeden auch immer so ein bisschen, und die Leute gingen unterschiedlich damit um. Stefan zum Beispiel war das vorher auch klar, dass die Frage kommt, ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Ja, oder er hatte sich zurechtgelegt gehabt, soweit ich das in Erinnerung habe, wie er damit umgeht mit der Situation, um das zu umschiffen, um da gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, sich da direkt zu äußern. Ne? Aber ansonsten hatte der schon ein paar interessante Gäste, auch Interviews, wo ich sagte, das ist heute, er hatte irgend so einen alten, so einen Reporter vom Spiegel, so, das ist schon interessant, was der so jetzt zu erzählen hatte. Also weil die ja auch so, und damals war das ja auch noch nicht so, da gingen da ja auch noch wirklich Leute hin, ne, die man dann auch so kannte.
Ja, aber und das ist ja dann später halt ein bisschen. So ein bisschen, als wenn das jetzt Thilo Jung übernommen hätte und dabei das Niveau hält oder so. Ja, ist ja natürlich eher Ich eine, meine die Methode. ja, also Ken hatte, weiß nicht, der Ken Jebsen hatte ja immer so ein bisschen, er hatte schon immer so ein bisschen Drall, nichts, also Thilo guckt ja schon auf die Person selbst. Das hat Hm. Ken Jebsen nie gemacht. Hm. Also nach dem Motto, ich lade mir jemanden ein und frage den selbst, zu ihm selbst. Ne? Also Ja. Agnes Strack-Zimmermann war jetzt Wo das kommst du Beispiel. her? Was machst du und so? Und er Ja. war ja sehr direkt so ein Teil der Sendung, mit Also, dem er einleitet. Ne? ja. So, Aber da geht es nicht darum, sozusagen jemanden auch mal so in die Ecke zu drängen. Ne? Das kam einfach nicht vor. Sondern es waren dann immer Leute da, die da auch sozusagen dann wohlwollend behandelt wurden und ihre Themen platzieren konnten. So, und das ist ja aber bei Jung und Naiv halt, ist ja dann doch ganz schön anders. Ne? Am Anfang, okay, geht dann immer ja, die los, so greifen an, ja, vorsichtig. ja. Man kann, manchmal ist auch so, lass uns, wenn es wohlwollend ist, werden die schwierigen Themen am Anfang gemacht. Man weiß aber, es kommt nicht zum Eklat Mhm. und hat das dann aber hinter sich. Ja, Wenn man ja. aber weiß, es wird heiß, dann kommen die Sachen zum Schluss hin. Mhm. Das war Weil ja du bei sonst, diesem, weil sonst das Gespräch im Arsch ist, wenn du das ja, vorne dann machst. So, ja, und diesen deutschen Botschafter der Ukraine, nicht? Das fand ich ja also ja. sozusagen eine krasse Sache. Oh, Richtig ich muss dann krass. ganz kurz Na unterbrechen. gut, Ich aber habe ja Moment. das Schwebefenster heute entdeckt. Ich habe vorhin gesagt, wir sind 4 aktive Zuschauer. Das stimmt gar nicht. Wir sind 3 aktive. Aber nach außen hin zeigt es 3 aktive an, nach innen zeigt es 4 an. Das finde ich ja auch ganz spannend. Ne? Hm. Mal wie die Ah. Zahl errechnet wird. Ne? Ja, und, Okay. ja, auf einem Ja, du anderen. bist ja jetzt auf der Übersichtsseite. Das ist ja eine statische Zahl hier. Hm. Die wird ja vielleicht nur alle paar, ne? Also nicht Ja. andauernd aktualisiert. So, wenn du auf die Detailseite gehst, also des Videos, Das sind so aktuell nur noch 2. Siehst du? ja, Das und halt da ein ist es dann Durchschnitt halt gerechnet. eher so live. Guck mal, wir haben die Live-er. verloren. Aber du hast ja auch eine, also wenn du jetzt auf YouTube, du sendest ja gerade über YouTube irgendwie, ne? Oder ist das Ja, alles über Zoom gesteuert? Weil es gibt du nur hast, es gibt hier ja eine Statistik auch noch. Also du kannst noch mal anders drauf gucken, aber das würde ich jetzt hier auch nicht zeigen. Nein, das Weil geht es auch gibt nicht. ja, Das machen die erst nach Abschluss des Livestreams. Das kannst du nicht während des Livestreams machen. doch, das Das kenne geht erst ich. Also ich hinterher. weiß ja, wie der Livestream, ich weiß ja, wie man einspeist. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie das hier jetzt über Zoom läuft. Hast du bei Zoom deine YouTube-Zugangsdaten hinterlegt? Nein, ja, Ein genau. Ja. Schlüssel oder Nein, ein das läuft Schlüssel. über Google. Mhm. Über Google Ja, Chrome. ist schon klar. Aber bei Zoom, musstest du bei Zoom irgendwas hinterlegen, dass Dann, du YouTube. ich muss mich nur bei meinem YouTube-Konto anmelden. Okay, dann machen wir das Browser-Session. Weil da gibt es auch eine Sicht, Statistik, und da Ja. siehst du dann auch, also das macht jetzt hier keinen Sinn, ne? Siehst du auch eine Kurve, wie viele Zuschauer es dann live sind und sowas alles. Genau, aber du kannst es dann auch im YouTube, wenn das abgeschlossen ist, gibt es immer so eine Analyse und also es gibt so ein heißt es Creator Studio, wo du das alles statistisch anschauen kannst. Genau. Aber das ist jetzt, ich meine, ich habe da mal drauf geschaut, weil es das gibt als Funktion. Aber letztendlich ist es für uns, hat das gar keine Relevanz. Also Na, was du jetzt zum Beispiel gucken könntest, wenn du jetzt in die andere Sicht gehen würdest, aus welchen Ländern kommen die denn? ja, Und wenn du jetzt selbst guckst, jetzt sind es 3, würden wir einmal Schweiz sehen und zweimal Deutschland. Wenn wir jetzt, wir 3 jetzt wären. Also nicht die streamen, sondern wenn wir 3 gucken würden. Das müsste man, so genau müsste die Geolocation auch sein. Und das ist, glaube ich, auch schon in der Live-Streaming-Sicht zu sehen. okay. Leute, ich muss mich noch Ja, wieder mal rausklingen. dann Dürre. War Dürre richtig heute auch. Dürre heute, das Wasser fehlte. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben das Schwebefenster entdeckt, wir haben die Übersetzung entdeckt und es gäbe noch viel zu entdecken. Ja, genau. Ja. Woher dieses Schwebefenster hergeschwebt kommt. Wie das da reingeschwebt kommt, was das zu bedeuten hat und überhaupt, wie wir gleichzeitig Surfing noch die Zoom. Statistik angucken können Window. und die Länderzugehörigkeit, obwohl es wieder
Kulturalismus ist, wenn man nach der Länderzugehörigkeit guckt. Und das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen doch offen sein. Wir wollen doch diese Klischees nicht weiter mit vorantreiben und diese Stereotypen. Doch, Och, manchmal schon. och, so ein bisschen. Oh, Mann, wir Man kann ja wollten sonst doch gar ein nicht mehr bisschen lästern. Telepräsenz. Wir wollten doch nur ein bisschen Telepräsenz, ein bisschen Essenz rausholen und unsere Identität wieder so gegenseitig ein Ja bisschen gut, du könntest natürlich eine große Enttäuschung erleben, wenn jetzt alle 3 Zuschauer aus China kommen. Dann weißt du, oh, eigentlich guckt keiner zu, sondern das ist nur automatische Dinger, die sich immer draufklicken. Genau, so kleine Bots, so Hilfsprogramme, so Die einfach mal die Webseite aufrufen Mhm. und dann guck, da guckt einer. So. Genau. Ja. Okay, so, Wollen wir Dann Wollen wir denn das beschließen und sagen, war schön heute und das nächste Mal in 2 Wochen? ja, Ja? genau. Ja, dann sage ich mal irgendwie, ne? Obwohl ich hätte noch so ein paar Fragen gehabt, aber die stelle ich dann das nächste Mal. Ja, Eilt ja nichts, läuft ja Okay. nichts weg. was Gut. ist denn in 2 Wochen? Genau. Wir sehen ist uns das dann schon zwischen. Juli? Ja, das ist schon Mal. Juli. Wie Das Also ist bitte? schon die, Sommerferien fangen an. da ist die Dürre voll im Gang dann. Sommerferien. Und unser Auto muss zum TÜV. Ja, Das ist auch Dürre. Ja. das ist genau. Ja, Dann Macht's viel Spaß gut. noch, ne? und ja, bis dann. Ciao. Jo, Ja, das ciao. Priming gegen wiederkehrende Bildsprache. Wunderbar. Ja, Matze. Ja, das war der Kunsttalk. Heute mal der Versuch, auch es in Englisch zu probieren. Und es ging ganz gut.